Lieber himmlischer Vater, I thank God for this new day of life, ich danke dir für diesen neuen Tag des Lebens, that we can gather again here and study your word. dass wir uns hier wieder versammeln können und dein Wort studieren können. I pray that you please be with us now during this hour of study, Ich bitte dich, dass du jetzt mit uns bist in dieser Stunde des Studiums, that you help all of us to pay attention and to understand all the things. dass uns allen hilfst, aufmerksam zu sein und diese Dinge zu verstehen. And I also pray for blessings for this day and for all the things that we have before us. Und ich bitte auch um dein Segen jetzt für diesen Tag und für die Dinge, die vor uns liegen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Okay, turn to Daniel chapter 7. Ja, zu Daniel Kapitel 7. I can't speak for everybody else, Ich kann zwar nicht jetzt für alle hier sprechen, but I'm always very blessed when I go through these studies in Daniel and Revelation. ich bin aber sehr gesegnet, wenn ich durch diese Studien hier in Daniel Offenbarung gehe. And I always learn something new. Denn ich lerne immer etwas Neues. And I mean, for speaking personally, the last week that we've been going through this, I think we've learned quite a few things that were new and confirmed us in some of the things that we understood. Und ich glaube, in der letzten Woche haben wir wirklich einige neue Dinge gelernt, die uns auch nochmal besser bestätigt haben, was wir verstanden haben. Okay, but anyway, the point is that we already looked at Daniel 2, right? Also wir haben ja bereits uns Daniel 2 angeschaut. And I understand Daniel 2 is an illustration of the Sunday law crisis down to the time that Christ comes and delivers his people. Daniel 2 ist eine Darstellung der Sonntagsgesetzkrise, wo halt vom Sonntagsgesetz bis wo Christus kommt und sein Volk befreien wird. Okay, and that's illustrated in here, right? Because here we have the seven last plagues. Right? Und das ist dann hier dargestellt, denn hier haben wir die 7 letzten Plagen. We know that Christ comes at the seventh plague, and that's when. And we know that this seventh plague typifies the smiting of the judgment upon the cities. Wir wissen, das ist die 7. Plage und die 7. Plage schattet diese Bestrafung über das Städte voraus. How is the statue destroyed in Daniel 2? Und wie wird die Statue in Daniel 2 zerstört? Stone. By the stone, right? Mit einem Stein. And we know that and Fyodor also emphasized this point just recently. When the stone that comes out of heaven, what does it illustrate? Und dieser Stein, der aus dem Himmel kommt, was stellt er dar? Okay, maybe that's a bad question. How are the cities punished? Wie werden die Städte bestraft werden? Yes, fire from heaven. And how is that fire illustrated? Feuer vom Himmel, wie wird das dargestellt? No. I'm asking, how is the fire itself? How is the fire itself illustrated? Wie wird das Feuer selbst dargestellt? Durch Bälle. No, in the back. Say it louder. Balls. Balls of fire, right? Feuerbälle. Okay, so yes, but is it just some ball of gas, or how is it illustrated? Das ist einfach nur so ein Gasball oder wie ist das dargestellt? No, we've been through this. And what's between the cherubims? Was ist zwischen den Cherubim? Okay, so what's those coals? Und folgen Kohlen. Und was sind die Kohlen? Diese Feuerbälle. What stone burns? Welcher Stein brennt? Brimstone, right? The point is, it's burning stones that comes down from heaven, right? Es regnet diese Schwefelsteine, die vom Himmel kommen. And we know that the statue is an illustration. You can take the statue and you can illustrate it as the tower. It's the cities that it represents, right? Und man kann ja die Statue nehmen und sie ist auch eine Darstellung dieser Türme, dieser Hochhäuser. Und das sind die Städte, die dann dadurch dargestellt werden. Okay, so we know that in type for instance, in the line of Moses, you have 1, 2,
3 plagues followed by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plagues, right? In der Linie von Mose haben wir die ersten 3, gefolgt von den 7 letzten Plagen. And it's at this 7th plague that they get delivered, right? Das ist bei der 7. Plage, dass sie ausgeliefert werden. Right? And that deliverance is typifying this deliverance, Und diese Befreiung schattet diese Befreiung voraus. right? Richtig? So the point is, what I want to do is that this statue that takes you right down to this point is also, just like the 7 last plagues, is illustrated in the Sunday Law Crisis. Not the statue itself, but these kingdoms are illustrated in the Sunday Law. Also diese Königreiche, die in dieser Statue hier von der gesamten Sonntagsgesetzkrise bis zu den 7 letzten Plagen reichen, diese Königreiche selbst werden auch in der Sonntagsgesetzkrise dargestellt. Okay, so what I've done is I've taken, doesn't really matter, the Sunday Law Crisis, and we've spread it out here, right, to Was ich jetzt gemacht habe, ich habe jetzt eine Sonntagsgesetzkrise hier genommen und ich habe sie jetzt hier ausgespannt. okay, so we just want to go to Daniel 7 this morning and lay this out on the line, right? Wir werden heute Morgen zu Daniel 7 gehen und das dann auf die Linie setzen. So let's go to verses 1 and 2. Gehen wir zu Daniel 7, Vers 1 bis 2. Okay, so it says, in the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head upon his bed, and he wrote the dream and told the sum of the matters. Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the 4 winds of the heavens strove upon the great sea. So what does Daniel see? Bis Vers 2, also was sieht Daniel jetzt hier am Anfang? No, that's what he's having. He didn't see that, right? What did he see? Was sah er? Because it says in verse 2, I saw. What did Vers 2 he see? steht es ja, ich sah. Was sieht er dort? Okay, he saw 4 winds striving upon the great sea. Sah Right? diese 4 Winde, wie sie auf das Meer wehten. Okay, and we know that the sea represents all the kingdoms of the world, right? Wir wissen, dass das Meer ja all die Königreiche der Welt darstellt. So he's seeing a great crisis unfolding, right? The winds are beginning to blow and the whole world is in turmoil, right? Diese große Krise, wie sie da aufkommt, die Winde fangen an zu wehen und die ganze Welt ist in Tumult. So which thing is prophesied in the Bible that's going to bring about a worldwide crisis? Und was ist das Ereignis, was in der Bibel vorausgesagt wird, was diese weltweite Krise hervorrufen wird? The Sunday Law, right? Sonntagsgesetz. And the Sunday Law is a time of trouble, right? Das Sonntagsgesetz ist eine Zeit der Trübsal, stimmt's? The Sunday Law is prefigured by 1260 years of papal oppression, right? Und das Sonntagsgesetz ist vorausgestattet durch diese 1260 der päpstlichen Unterdrückung. The 7 last plagues is a time of trouble, Die 7 letzten Plagen ist eine Zeit der Trübsal. right? And the 1260 also illustrates such a time of trouble such as never been and never will be again, Und auch die right? 1260 stellt diese Zeit dar, also Zeit der Trübsal dar, die so groß sein wird, wie sie noch nie gewesen ist und noch nie wieder sein wird. So the Sunday Law crisis, this 4 winds blowing, right, is prefiguring this final crisis, because she says, and Sister White says, that the great crisis is the destruction of Jerusalem and the second coming of Christ, right? Dass diese Winde, die unter der Sonntagsgesetzkrise wehen, schatten diese letzte finale Krise hier unter den 7 letzten Plagen voraus, denn sie sagt letztendlich, she says what? The great crisis is the destruction of Die Jerusalem. große Krise, die Zerstörung Jerusalems ist am Ende der Welt. Das Right. die 7 letzten Plagen sind. Okay, so anyway, let's look at what this 4 winds blown. So we would agree that Daniel is pointing to the Sunday Law crisis, and that's what we want to look at. Also wir wollen uns jetzt anschauen nochmal, was diese 4 Winde bedeuten, die jetzt hier wehen. Und wir können ja übereinstimmen, dass hier Daniel auf die Sonntagsgesetzkrise hier hinweist. Because that's what all the prophets are pointing to, right? Das ist ja, wo all die Propheten darauf hinweisen. And we've been through Daniel 1 to 6, and Daniel 1 to 6 is all about this Sunday Law crisis. Wir haben uns Daniel 1 bis 6 angeschaut und diese Kapitel waren alle über die Sonntagsgesetzkrise. So I've put some quotes in the live stream. We'll just quickly go through them. It's all quotes that we're familiar with. Das
ein paar Zitate in die Livestream-Gruppe gepostet. Und das sind alles Zitate, mit denen wir eigentlich vertraut sein sollten. First one from Early Writings, 85. It says, Das Zitat von Frühe Schriften. this view was given in 1847, when there were but very few of the Advent brethren observing the Sabbath. And of these, but few supposed that its observance was of sufficient importance to draw a line between the people of God and unbelievers. Now, the fulfillment of that view is beginning to be seen. So she's given a view in 1847, and some time later, she sees the fulfillment of that view she was given in 1847, right? Also sie hat diese Vision in 1847 bekommen und jetzt ein paar Monate oder später sieht sie jetzt, wie diese Sache sich erfüllt. So, where is she now? Wo ist sie jetzt? Where is she saying that that fulfillment is now being seen? Wo steht sie jetzt, dass diese Erfüllung sich jetzt vor ihren Augen erweist? 1847. 1848, right? We can prove it just by the points in a moment. 1848. Okay. Ja, also dort fangen die Sachen sich dann jetzt vor ihren Augen an zu erfüllen. So it Das says, werden now, wir gleich beweisen. now the fulfillment of that view is beginning to be seen. The commencement of that time of trouble here mentioned does not refer to the time when the plagues shall begin to pour out, but to a short period just before they are poured out while Christ is in the sanctuary. At that time, while the work of salvation is closing, trouble will be coming on the earth. The nations will be angry, yet held in check. So, right there, how are the nations going to be? Wie werden die Nationen sein? So it's going to be a great trouble, right? Werden zornig sein, es wird also eine große Trübsal sein. But but they're going to be held, right? Aber sie werden eingeschränkt werden. So it means although there'll be trouble, it's not this time of trouble, right? Also es sagt hier, obwohl es dort Trübsal gibt, wird es nicht diese große Zeit der Trübsal hier sein. It's prefiguring it, right? Es schattet sie nur voraus. Okay, but the point is, although it's going to be terrible this time of trouble, it's nothing like what this will be, right? Also auch wenn das diese Zeit vorausschattet, also die 7 letzten Plagen, wird es noch nicht so sein wie die 7 letzten Plagen selbst. The difference is, mingled with mercy, without mercy, Der Unterschied right? wird sein, das wird hier noch mit Gnade vermengt sein, aber das ohne Gnade sein. Okay, so it says, the nations will be angry yet held in check, so as not to prevent the work of the third angel. What's the third angel in relation to what I've just mentioned? Was ist der dritte Engel in Bezug auf das, was ich gerade erwähnt habe? It's the last message of mercy, right? Das ist die letzte Botschaft der Barmherzigkeit. Because when you get here, what finishes? Und wenn du hierhin kommst, was hört dort auf? The third angel. Der dritte Right. Engel. The third angel's message has done its work. There's no more messages to be given after this point, right? Der dritte Engelsbotschaft hat hier ihr Werk getan, da wird keine Gnadenbotschaft mehr danach kommen. So, when this four winds are blowing, right, the nations are going to be held so that the third angel can go forward and do its appointed work, Also right? die vier Winde wehen, da werden die Nationen zurückgehalten werden, sodass dann der dritte Engel vorwärts gehen kann und sein Werk tun kann. At that time, the latter rain, or refreshing from the presence of the Lord, will come to give power to the loud voice of the third angel and prepare the saints to stand in the period when the 7 last plagues shall be poured out. So the latter rain comes in 2 phases, right? Der Spätregen kommt in 2 Phasen, richtig? And it's the former rain that prepares you, right? Das ist der Frühregen, der dich vorbereitet. Okay. So we know that the third angel is the work of which angels? Wir wissen, dass der dritte Engel der Werk welcher Engel ist. The first and second. Das Werk des ersten und zweiten Engels. So when it says the work of the third angel, it's talking about the work of the first and second angels under the third, right, to bring you down to the judgment, right? Wenn es über den dritten Engel spricht, ist es also das Werk des ersten und zweiten Engels, der dich hinabführt zum Gericht. Okay. So, so now go to the next quote. Dieses Zitat. She talks about 1848 in here, right? Hier spricht sie über 1848. December 16th, 1848, the Lord gave me a view of the shaking of the powers of heavens. I saw when the Lord said heavens, and giving the signs recorded by Matthew, Mark, and Luke, he meant heaven. And when he said earth, he meant earth.
The powers of heaven are the sun, moon, and stars. They rule in the heavens. The powers of the earth are those that rule on earth. Right? So she's talking about the earthly powers that are being shaken. Right? Und spricht also hier über diese irdischen Mächte, die hier erschüttert werden. Jump down to the next paragraph. Nächster Absatz. Dark, heavy clouds came up and clashed against each other. The atmosphere parted and rolled back. Then we could look up through the open space in Orion, whence came the voice of God. The holy city will come down through that open space. I saw that the powers of earth are now being shaken, and that events come in order. Wars, rumours of war, sword, famine, pestilence are the first to shake the powers of the earth. So she's now pointing it, 1848, to Matthew 24. Right? Und sie weiß jetzt hier 1848 auf Matthäus 24 ist. But then she says, this is not the shaking of the heavens and the earth. When Christ comes, the destruction of Jerusalem, it's the shaking of the angry nations. Sie Right? sagt jetzt, das ist noch nicht die Erschütterung des Himmels und Erde, sondern es ist diese zornigen Nationen, die Erschütterung der Erde. So she says, I saw that the shaking of the powers in Europe is not, as some teach, the shaking of the powers of heaven, but it's the shaking of the angry nations. So in the quote we read before, it says, the nations will be angry, yet held in check. Das Zitat, was wir vorher gelesen haben, sagt ja, dass die Nationen zornig sein werden, aber zurückgehalten werden, in Schach gehalten werden. So Matthew 24, shaking about the shaking of the earth, not the shaking of the heaven's earth, which comes later. Right? Matthäus 24 ist dann hier die Erschütterung der Erde und nicht die Erschütterung des Himmels und Erde, welche später kommt. Okay, at least this point of Matthew that she's Zumindest hier diesen Teil von Matthäus 24, über den sie hier spricht. Okay, so it's these wars and rumors of war. Diese Kriege, Kriegsgerüchte und so weiter. Okay, so let's go to the next quote and just bring these thoughts together, right? Gehen wir zum nächsten Zitat und lassen uns diese Gedanken dann zusammenführen. So that when the nations are angry, Wenn die Nationen zornig sind, the four winds are held, right? dann werden die vier Winde gehalten. Yes? Richtig. All been through this many times. Wir haben das ja oftmals schon angeschaut. So it says, the history which the great I Am has marked out in Nächstes his word, Zitat. united link after link in his prophetic chain from eternity in the past to eternity in the future, tells us where we are today in the procession of ages, that what may be expected in the time to come. So what's this saying to us right here in this paragraph? Also was sagt es uns hier in diesem Absatz? History is repeating, showing us the past, showing the future. Well, it says that history shows us where we are and what's going to come. Also Right? die Geschichte zeigt uns, wo wir sind und was kommen wird. Right? I'm not Richtig. putting any of my own construction. That's what it says, right? Ich lege da ja nicht irgendwas von meinem eigenen Gedankengut da rein, sondern das ist ja, was es hier sagt. All that prophecy has foretold us coming to pass until the present time has been traced on the pages of history, that we may be what? Assured that all which is yet to come will be fulfilled in its order. So what assures us of what's going to be fulfilled and come in its order? Also was gibt uns die Sicherheit, was kommen wird und in welcher Reihenfolge? History that's been laid out in prophecy, right? Die Geschichte, die in der Prophetie dargelegt worden ist. Now she's going to tell us which history specifically she wants to refer to. Und Right? jetzt sagt sie uns, welche Geschichte sie in genauen sozusagen jetzt in Bezug nimmt. The final overthrow of all earthly dominions is plainly foretold in the word of truth. So in the Bible, it's illustrating something that's at the end of the world, right? In der Bibel wird es also etwas illustrieren, was am Ende der Welt ist. So the Bible is illustrating the final overthrow of earthly kingdoms. Die Bibel illustriert diesen letztendlichen Umsturz von aller irdischer Herrschaft. Where? Wo? In the book of Daniel. Im Buch Daniel. Right, let's read. Lass uns das lesen. In the prophecy uttered when sentence from God was pronounced upon the last king of Israel is given the message. Thus saith the Lord God, remove the diadem, take off the crown, exalt him that is low, and abase him that is high. I will overturn, and it shall be no more till he come whose right it is, and I will give it him.
the crown removed from Israel passed successively to the kingdoms of Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. And it shall be no more until he come whose right it is, and I will give it him. So she takes the prophecy of Ezekiel and the prophecy of Daniel and shows that they're both speaking about the final overthrow of earthly kingdoms. Wir Right? haben bis zum 4. Absatz gelesen, also sind die Weissagen von Ezekiel und Daniel und zeigt, dass sie alle über diese finale Umsturz der irdischen Herrschaften sprechen. So it's given to Nebuchadnezzar, right? Babylon. Also die Krone wird Nebukadnezar gegeben, Babylon. Then he's going to overturn, Dann wird er umstürzen, overturn, umstürzen overturn und umstürzen, until he comes whose right it is, and I will give it him. bis Right? der kommt, dem das Anrecht zusteht und ich werde ihm diese Krone geben. When did Christ come literally in history? Wann ist Christus buchstäblich in der Geschichte aufgetreten? In the time of Rome, the fourth kingdom, In der right? Zeit von Rom im 4. Königreich. And that's when he's going to come the second time. How can we be assured of Und that? dann wird er auch das zweite Mal kommen in diesem 4. Reich. Wie können wir Sicherheit haben in dieser Sache? Because it's written in the pages of history, right? Weil das ja in den Seiten der Geschichte niedergeschrieben worden ist. And the pages of history are speaking about the end of the world. Die Seiten der Geschichte, die sprechen über das Ende der Welt. Okay, so then it goes on, next paragraph. Dann sagt es weiter jetzt im nächsten Absatz. The crown removed from Israel passed successively to the kingdoms of Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Oh no, so we read that. Next one. That time is at hand. So, where is she standing in her history when she says that time is at hand? Also diese Zeit ist nahe. Wo steht sie in ihrer Geschichte, wo sie das sagt? 1848. Right. 1848. And we'll know that because of what's said in the next paragraphs, right? Wir können das wissen, was nämlich im nächsten Absatz jetzt gesagt wird gleich. Today, the signs of the times declare that we are standing on the threshold of great and solemn events. Everything in our world is in agitation. Before our eyes is fulfilling the Saviour's prophecy of the events to precede his coming. So, when we get to the Sunday Law, 1848 is already illustrating to us how things are going to look when the Sunday Law comes, right? Wenn wir zum Sonntagsgesetz kommen, dann hat bereits 1848 uns gezeigt, wie die Dinge aussehen werden, wenn dieses Sonntagsgesetz kommen wird. Okay. It says, and then she says, ye shall hear of wars and rumours of wars, nation shall rise against nation, kingdom against kingdom. She just stated that in 1848 these verses were fulfilled by the shaking of the angry nations, right? Sie sagt ja letztendlich, dass 1848 diese Verse durch die Erschütterung der zornigen Nation schon erfüllt wurde. But although the nations were angry, they were being held in check, right? Aber obwohl diese Nationen zornig waren, sind sie zurückgehalten worden. Okay, next paragraph. Nächster Absatz. The present is a time of overwhelming interest to all living. Rulers and statesmen, men who occupy positions of trust and authority, thinking men and women of all classes have their attention fixed upon the events taking place about us. They are watching the strained, restless relations that exist among the nations. They observe the intensity that has taken possession of every earthly element, and they recognize that something great and decisive is about to take place, that the world is on the verge of a stupendous crisis. And that crisis is this, right? Und diese Krise ist dann diese hier. So they see that the world is on the verge of this crisis. Wir sehen, dass die Welt an der Schwelle dieser großen Krise ist. Sister White tells us that the crisis is the seven last plagues. Denn Ellen White lässt uns wissen, dass diese Krise die 7 letzten Plagen sind. Angels are now restraining the winds of strife, right? Letzter Absatz. Engel, die halten jetzt die Winde zurück. That they may not blow until the world shall be warned of its coming doom. By which means? Durch welche Mittel soll die Welt gewarnt werden? The third angel's message, right? Durch die dritte Engelsbotschaft. But a storm is gathering, ready to burst upon the earth. And when God shall bid his angels loose the winds, there will be such a scene of strife as no pen can picture. Right? So, 4 winds loosed. 4 Winde, die gelöst sind. So, such a scene of strife as no pen can picture. So eine Szene des Streites,
die von keinem Stift festgehalten werden kann. Okay, right. So now, when we go back to Daniel chapter 7 and verse 2, Zurück zu Daniel 7, Vers 2. now we can understand what this is pointing forward to, right? Jetzt können wir besser verstehen, worauf das hinweist hier. Daniel spake and said, I saw in my visions by night, and behold, the four winds of the heavens strove upon the great sea. And four great beasts came up out of the sea. Now, what is a beast in Bible prophecy? Das ist Vers 3. Was ist ein Tier in der biblischen Prophetie? Lewis, come on, give me your best answer. Yes, it's a kingdom, but what Königreich, kind of ja. kingdom? Was Why is für it called a beast? Art von Königreich? Also man kann es auch Bestie übersetzen. What are beasts in the Bible? Was sind diese Tiere, diese Bestien in der Bibel? Okay, it's a persecuting power, Das right? sind verfolgende Mächte. It's a power that persecutes God's people. Das ist eine Macht, die Gottes Volk verfolgt. So right when these four winds have been held, what is rising? Sobald diese vier Winde gehalten werden, was kommt hier auf? A persecuting power is the answer, Eine right? verfolgende Macht, richtig? Okay, and remember when we take Daniel 2 is an illustration of this final kingdom, right to the end of the world, right? Und wenn wir Daniel 2 betrachten, dann ist es eine Darstellung des finalen Königreiches bis hinab zum Ende der Welt. But Daniel 7 and 8 is the same illustration, but what's the difference between Daniel 7 and 8? Aber Daniel 7 und 8 ist dieselbe Darstellung, aber was ist der Unterschied zwischen Daniel 7 und 8? Yes, Daniel 7 is talking about political powers. Daniel 8 is talking about these false religious powers, right? Daniel 7 spricht über diese politischen Mächte und Daniel 8 über diese falschen religiösen Mächte. So, which one persecutes you? Und welche von diesen verfolgt dich? Yeah, but that's not the point. I'm asking about who's the one that can physically do the persecuting? Also eine benutzt die andere Macht, aber wer ist von den beiden die Macht, die dich in dem Sinne dann buchstäblich verfolgt? The civil power, right? Die Staatsmächte. There's no civil power, there's no political power, there's no persecution, right? Also wenn es keine Staatsmacht geben würde, keine politischen Mächte, dann gäbe es auch keine Verfolgung. Okay. So you can see that these four beasts represents a political power that's rising, that's persecuting God's people, right? Wir können sehen, diese vier Tiere, die aufkommen, sind vier politische Mächte, die aufstehen werden und Gottes Volk verfolgen werden. Okay, so four great beasts came up from the sea, diverse one from another. Now, we know that these four beasts here are the same kingdoms that's represented in the statue, Und wir right? wissen, dass diese vier Tiere hier dieselben Königreiche sind, die auch in der Statue dargestellt werden. But we know that the statue is a symbol of one kingdom or one empire, Wir right? wissen auch, dass die Statue ein Symbol für ein Königreich ist, ein Kaiserreich ist. So we're to look at this illustration as the same thing. It's one empire. It's this final empire that's rising, right? Deswegen auch hier diese vier Tiere müssen wir aus diesem Blickwinkel betrachten, dass es ein Königreich, ein Kaiserreich ist, das hier aufkommt. And we want to look at some interesting points, right? Go to verse 4. Ich möchte jetzt ein paar interessante Punkte hier betrachten. Gehen wir zu Vers 4. The first was like a lion, had eagle's wings. I beheld till the wings thereof were plucked, and it was lifted from the earth, and made stand upon the feet as a man, and a man's heart was given to it. Now we went through this point, right? So the man's heart's given to it at the beginning, and the man's heart's taken from it at the end, right? Till 7 times passes over, right? Wir haben das schon angeschaut, dass wir Daniel 4 betrachtet haben. Das menschliche Herz wird hier am Anfang gegeben und das menschliche Herz wird dann weggenommen, bis 7 Zeiten über Nebukadnezar vergangen sind. So when we parallel this, right, with this, Wenn wir das dann parallel setzen hier in der Sonntagsgebetskrise mit der großen Darstellung hier, we went to when we go to the end, we were looking at the tree in Daniel 4 is also the same tree that's likened unto Pharaoh, right? dann haben wir in Daniel 4 gesehen, dass dieser Baum in Daniel 4 derselbe Baum ist, wie in Hesekiel 31 der Pharao ist. And
when that tree was cut down, it was marking the shaking of the heavens and the earth, right? Und als dieser Baum niedergehauen wurde, markierte das ja die Erschütterung des Himmels und der Erde. Remember? Könnt ihr euch erinnern? If you don't remember, let's go to Ezekiel 20. Let's go to 28. Zu Ezekiel 28. Okay, let me just excuse me. Okay, yes, just go to verse chapter 31, 31 Kapitel 31, and verse 15. Vers 15. And this is Pharaoh, that's this great tree. Das Right. hier ist Pharao, dieser große Baum. It says, Thus saith the Lord God, in the day when he went down to the grave, I caused him mourning. I covered the deep for him, and I restrained the floods thereof. The great waters were stayed, and I caused Lebanon to mourn for him, and all the trees of the field fainted for him. I made the nations to shake at the sound of his fall. Das ist Vers 16. So when the great tree, right, when the tree falls, Wenn der Baum fällt, the nations shake, right? dann erbeben die Nationen. But if you just go over the page, the next chapter, Wenn wir einfach zum nächsten Kapitel kommen, verse 7, so Kapitel 32, Vers 7. it says, And when I shall put thee out, I will cover the heaven and make the stars thereof dark. I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not give a light. All the bright lights of heaven will I make dark over thee, and set darkness upon thy land, saith the Lord God. I will also vex the hearts of many people when I shall bring thy destruction among the nations into the countries which thou hast not known. So what's been marked here? Was wird hier dargelegt? Shaking of the heavens. Right. Erschütterung des Himmels. So the heavens are also being shaken, right? Die Himmel, die werden also auch hier erschüttert. And this is a parallel to Nebuchadnezzar being brought down, right? And how long was Nebuchadnezzar brought down for? Und das ist eine Parallele dazu, dass Nebukadnezar niedergebracht wird. Und wie lange wurde er niedergebracht? 7 Jahre. 7 times, right? 7 Zeiten. Okay, so it wants us to see that this fractal. It's showing us this parallel here, right? Ich will uns diese Parallele hier zeigen. Okay. And at the end, who's Nebuchadnezzar? What's he a symbol of? Und am Ende, wer ist Nebukadnezar? Was ist er für ein Symbol? He's the king of the north, right? Der König des Nordens, richtig? And what happens at the end of the 7 times? Was passiert am Ende der 7 Zeiten? His kingdom is restored, right? Sein Königreich ist It's wiederhergestellt. typifying when Christ comes and the kingdom's restored then, right? Es schattet dann voraus, wo Christus wiederkommt und das Königreich wiederhergestellt wird. Okay, but this is all just a type in measure, right? Because that 7 times is here, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? Aber das ist alles nur ein Typus in Maßen, denn die 7 Zeiten sind dann hier. Okay. So what it does is that puts the day of the Lord there for us in type, the shaking of the heavens and earth. It's the punishment upon the cities. Und was Right. das für uns tut, ist, dass es den Tag des Herrn hier in Maßen hinsetzt. Das ist letztendlich die Bestrafung über die Städte, Right? Which is the 7th plague. was auch die 7. Plage ist. So the Lord's bringing fractals together, points, and He's showing us the same things repeating, right? Ja, der bringt also diese Fraktale zusammen und zeigt uns letztendlich, wie dieselben Sachen sich immer wiederholen. Okay. So a man's heart's given to it at the beginning, right? Und ein menschliches Herz wird hier am Anfang gegeben. But at the end, right, Aber am Ende he gets a beast's heart. kommt er ein tierisches Herz. Man's heart's
taken from him, right? Das menschliche Herz wird ihm weggenommen. Okay, verse 5. Vers 5. Daniel 7, Vers 5. And behold, another beast, the second like unto a bear, and it raised itself up on one side. It had 3 ribs in the mouth of it, between the teeth of it. And they said thus unto it, Arise, devour much flesh. After this I heard, and lo, another like a leopard, which had on the back of it 4 wings of a fowl. The beast had also 4 heads, and dominion was given to it. After this I saw in the night visions, and behold, a 4th beast, dreadful and terrible and strong exceeding, and it had great iron teeth. It devoured and brake in pieces, and stamped the residue with the feet of it, and it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. So we understand that this is it's the progressiveness of this kingdom when it rises, and the different things that's happening within it, leading it down to a point in time, right? Also letztendlich beschreibt das hier diese fortschreitende Entwicklung in diesem Königreich bis zu dem Punkt, wo es dann niedergebracht wird. Right? Richtig? So we really need to understand what these things mean. The lion, the bear, the leopard, and this 4th kingdom that's marked by 10 horns. Wir Right? müssen wirklich verstehen, was diese 4 Königreiche bedeuten. Der Löwe, der Bär, der Leopard und dieses schreckliche Tier. Because it's representing something that's taken place from the Sunday law to the final review. And I'll prove that point to you in a minute. Denn Right? das stellt also etwas dar, was vom Sonntagsgesetz anfängt, bis hinab der finalen Untersuchung reicht. So, now, just stop right there in Daniel. Leave your place in Daniel. Go to Revelation 13 and verse 1. Haltet an König Daniel, gehen wir zu Offenbarung Kapitel 1. So, the 4 beasts, right? Vielleicht schon mal. 13. Offenbarung 13. Okay. These 4 beasts, where are they coming out of? Diese 4 In Tiere, Daniel wo 7? kommen sie hervor? Out of the sea, right? Wir sehen, die kommen aus dem Meer hervor. Okay. So when you go to Revelation 13:1, it says, And I stood up 13, Vers 1. I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea. So what do we see? Was sehen wir hier? A single beast, right? Ein einziges Tier, was aus dem Meer kommt. But we're going to see that this single beast is an illustration of the same illustration in Daniel, which is made up of these 4 beasts, right? Wir sehen, dass dieses einzelne Tier eine Darstellung von diesen 4 Tieren aus Daniel ist. Because we know that these 4 beasts represent an empire, right? It's the whole world that's been Dass diese illustrated. 4 Tiere letztendlich das Kaiserreich darstellen, das ist die gesamte Welt in eins zusammengefügt. So what did this beast have? Was hat dieses Tier hier? 7 heads and 10 horns, right? 7 Köpfe und 10 Hörner. That's important, right? Und das ist wichtig. And upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. The beast which I saw was like unto a leopard, his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. The dragon gave him his power, seed, and great authority. So what do we see here in this one beast? Das Vers 2, was sehen wir hier in diesem einen Tier? All the 4 beasts. Yeah. All 4 beasts that we saw in Daniel 7. Alle right? 4 Tiere, die wir auch in Daniel 7 gesehen haben. So it's like 2 fractals, right? Also wie 2 Fraktale, richtig? So because she says the history of Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome is the final overthrow of earthly kingdoms. Denn Right? sie sagt ja, diese Geschichte von Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom ist die Geschichte von dem finalen Umsturz von aller irdischen Herrschaft hier. Which is one kingdom. Und das ist ein Königreich. And here we have one kingdom rising out of the sea that's represented by those 4 kingdoms, right? Das eine Königreich, wie es aus dem Meer aufsteigt, was dann dargestellt ist durch diese 4 Königreiche. Everybody follow that? Kann jeder folgen? Because it's one kingdom, right? Weil es in Wirklichkeit nur ein Königreich sein wird. Okay. Now, just to bring those 2 thoughts together, go to Revelation 17 and verse 3. Um diese 2 Gedanken zusammenzubringen, gehen wir zur Offenbarung 17, Vers 3. Offenbarung 17, Vers 3. It says, So he carried me away in the spirit into the wilderness. Firstly, what's the wilderness? Zunächst einmal, was ist die Wüste? The 1260. Das ist die 1260.
So, and Sister White says clearly the beast in Revelation 13:1 is the papacy, which went from 538 to 1798. Elmar sagt ja sehr deutlich, das Tier aus Offenbarung 13, Vers 1 ist das Papsttum, das von 538 bis 1798 regierte. So 538 to 1798 is the wilderness. Also 538 bis 1798 ist diese Wüste. And John is seeing this same beast with 7 heads and 10 horns ruling in this wilderness time period, right? Johannes sieht dieses selbe Tier mit diesen 7 Häuptern und 10 Hörnern, welches dann in dieser Wüste hier regiert. Right? Richtig? Now, these 7 heads and 10 horns, this is a key that, I mean, we know what they mean, but it's this point I want to show that's real nice. Right? Und diese 7 Köpfe und diese 10 Hörner, das ist ein Schlüssel. Und ich weiß, dass wir das einigermaßen verstehen, aber ich möchte hier einen Punkt machen, der sehr schön ist. Because, right, go to verse 17, Revelation 17, verse 9. Dann gehen wir jetzt auf Offenbarung 17, Vers 9. Because these 7 heads and these 10 horns represent 2 different things, right? Denn diese 7 Köpfe und diese 10 Hörner stellen ja zwei verschiedene Dinge dar. Now, just before we go there, right? Bevor wir hinkommen. Daniel 2 is represent one kingdom from the Sunday law all the way to the second coming of Christ, Also right? Daniel 2 stellt ein Königreich dar, beginnend mit dem Sonntagsgesetz bis hinab zum buchstäblichen Kommen Christi. But it's prefigured by 4 kingdoms down through history, right? Aber es ist vorausgestattet worden durch 4 Königreiche, die in der Geschichte aufkamen. But we saw that a parallel to that, so if I do this, I can do this. I can Babylon, Wir haben gesehen, dass eine Parallele dazu folgendes hier ist. Medo-Persia, Greece, and Rome, right? Die 4 Königreiche eine Parallele dazu sind. So Daniel 2 is representing 4 kingdoms, but Daniel 7 is also a representation of these 4 kingdoms, right? Daniel 2 ist eine Darstellung dieser 4 Königreiche, aber Daniel 7 ebenso. But Daniel 7 is a portion of Daniel 2, but using the same kingdoms to illustrate it. Aber Daniel 7 ist ein Teil von Daniel 2, aber es benutzt dieselben Königreiche, um diesen Teil darzustellen. But the 4th kingdom, right, is also a portion of that whole time period, right? Aber das 4. Königreich ist ebenso ein Teil des gesamten Königreichs. You get what I'm saying? Könnt ihr verstehen, was ich sagen will? Okay. This 4 kingdoms are representing one history at the end of the world. Also diese 4 Königreiche, die stellen eine Geschichte am Ende der Welt dar. Right? Richtig? The 1260 is representing, it is one kingdom historically, which is part of this 4, right? Und hier, dieses eine Tier hier stellt diese Geschichte hier dar, was aber Teil dieser 4 ist. Okay, so this history is a portion of this physical history, right? Deswegen diese Geschichte hier ist ein Teil von dieser buchstäblichen Geschichte von damals hier. So a portion of this history is taken and paralleled with this history. That's what I'm saying. Also ein Teil dieser buchstäblichen Geschichte damals wird jetzt genommen und wird parallel gesetzt jetzt hier mit der gesamten Geschichte. They both represent the same thing. Sie stellen alle dasselbe dar. Because when you read in Revelation 13, what do you have? Und wenn du in Offenbarung 13 liest, was hast du dort? The bear, the leopard, the lion and the dragon, right? Den Bären, den Leopard, den Löwen und den Drachen. You'll see this in a second, right? Und das werdet ihr gleich noch in einer Sekunde sehen. Okay. So John, in the wilderness, he sees a woman sitting upon 2 things, right? Also Johannes, der in der Wüste dort ist, sieht die Frau hier auf 2 Dingen sitzen. Firstly, he sees him sitting on 7 heads, and then he sees him sitting on 10 horns. Zunächst einmal sieht er die Frau sitzen auf 7 Köpfen und dann auf 10 Hörner. And I want you to understand that the 7 heads is
the literal history, right, coming down to the end of the world. Was ich euch zeigen möchte, ist, dass die 7 Köpfe die buchstäbliche Geschichte ist, die hinab zur Welt, ans Ende der Welt führt. And the 10 horns is a portion of that literal history. Und die 10 Hörner ist ein Teil dieser buchstäblichen Geschichte. But they both represent the same thing. Aber beide stellen dasselbe dar. Okay, from 538 to 79, what was the woman sitting on? Also von 538 bis 1798, worauf saß die Frau? Or maybe that's a bad question. What was the papacy using to persecute from 538 to 1798? Oder was hat das Papsttum benutzt, um hier in dieser Zeit zu verfolgen? 10 kings, right? 10 Könige. So this history is represented by a woman Also diese Geschichte ist dargestellt durch eine Frau plus 10 kings. plus 10 Könige. What about this history? Was there a woman sitting on these kingdoms? Und was war mit dieser Geschichte? Gab es eine Frau, die auf diesen Königreichen saß? Yes. Ja. So this woman here is a literal entity, the papacy sitting upon 10 kings, right? Diese Frau hier ist eine buchstäbliche Entität, die auf diesen 10 Königen hier sitzt. But this woman here, right, just go to verse 9, 17:9. Aber diese Frau hier auf diesen Königreichen, gehen wir dazu zu Offenbarung 17, Vers 9. Here is the mind which has wisdom. The 7 heads are 7 mountains upon which the woman sitteth. Right? So there's a woman, Jetzt also auch eine Frau, sitting upon these mountains, right? die auf diesen Bergen hier sitzt. So and these mountains are Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome, the papacy physically, and then followed by them spiritually, right? Also diese 7 Berge sind letztendlich hier diese 4 Reiche, plus dann auch das Papsttum physisch gesehen und dann gefolgt von diesen letzten Reichen geistlich gesehen. Right? Richtig? It's a physical history followed by a spiritual Das history. ist eine Right? physische Geschichte, die gefolgt ist von einer geistlichen Geschichte. Okay, but this is paralleling this. This is what I want you to see. This is teaching you about this. Aber was ich euch zeigen möchte, ist, dass diese Geschichte eine Parallele ist zu dieser Geschichte. Das hier lehrt uns über das hier. Because Just got a question, Mark, just so I can get this in my mind. Eine Frage. When you say the woman, based on Revelation 17:9, is sitting on 7 mountains. The 7 mountains, if I'm understanding correctly, are those 4 and then the 3 spiritual nations afterwards. no, not those 4, those 5. Also diese Frau, die auf diesen Bergen sitzt, hast du diese 5 Königreiche, gefolgt von diesen letzten 3 Königreichen, die geistlich sind. 5 are fallen, it says, not 4. Also die 5 sind This is gefallen, 2 das, kingdoms. die 5, die gefallen sind, das markiert das Ende der historischen Erfüllung und dann die letzten 3, die geistliche Erfüllung. Okay, I'm not going to answer that. Somebody else will What answer was that. this question? Well, now you're D- saying no, wait a minute. David, what's the 7 mountains? Give us a rundown on that. Was sind die 7 Berge hier? Lass uns das verstehen. I know what the 7 mountains are. Okay, then why you ask me what's the 7 mountains? Also ich Then verstehe, was maybe die clear 7 your Berge question sind. because I don't know what else to I'm ask. asking in the context of what you're saying here. The woman in Revelation 9 is sitting on 7 mountains, but there we've got 4, but you're saying 5. Okay, we've got 5. Okay, so what are the 7 mountains that the woman's sitting on there? Because you said... No, you're maybe not hearing what I'm saying. It says, I'm not, that's why I'm asking. okay, it says that includes a physical history followed by a spiritual history. So that was my question. The physical is Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome in 2 phases, and what's the spiritual? Und meine Frage ist, What they illustrate. wenn das jetzt hier die buchstäbliche Geschichte ist, No, it is 7, was ist dann die geistliche That's Geschichte? 5. Scott. It's also what they illustrate. Also das sind 5 Königreiche, aber es ist auch noch gleichzeitig, was diese It's a geistlich literal, darstellt. That's my initial thing. I says Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome, followed by 3, right? The 3 spiritual. no, not followed by 3, followed by 2. Babylon, The Griechenland, 7. That Griechenland, would be- Rom sind letztendlich die 5 und gefolgt dann von 2. It's the United States and the 10 kings. And was? The 10 kings.
Come on, we've been through this that many times. It's absolutely puts fear in my heart when you guys can't get this, right? I'm only asking for an explanation. I understand that Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, pagan, Rome people, and then the USA. No. So I because it's understand that. go to the next verse, I right? only wanted you to explain what you said. I've got this in my mind. That's all. It's go- not that I don't understand these Go things. to the next verse. Gehen wir Vers zum, 10. zum nächsten Vers, Vers 10. Then you need to clarify your question. It says, there are 7 kings, 5 are fallen, right? So it breaks down the 7 kings, right? Es sind 7 Könige, 5 sind gefallen. Das wird So jetzt also runtergebrochen. when 5 are fallen, where are we in this illustration? Wenn 5 gefallen sind, wo sind wir in dieser Darstellung? 1798. 1798. So that's why I've only got the going to there, because this illustration brings you to the end, right? Deswegen habe ich das nur bis hierhin gezogen, weil diese Darstellung bringt dich hier zum Ende 1798. That's the end of the literal history, right? Das ist das Ende der buchstäblichen Geschichte. Okay, then it says, and one is. That's the United States, Dann right? sagst du, einer ist, das ist die USA. So we're in the time of peace, right? Wir sind in einer Zeit des Friedens angekommen. Because the United States comes up like a lamb, and we're looking forward to the time, but it's going to speak like a dragon, Die right? USA kommt ja auf wie ein Lamm und wir schauen dann vorwärts, wenn es anfängt wie ein Drache zu sprechen. And the other is not yet come. Who's the other? Das andere Reich ist noch nicht gekommen. Wer ist dieses andere Reich? Who's the other Wer ist das andere Reich? that's not yet come? Welches noch nicht gekommen ist. The 10 kings. It's the last empire, right? 10 Könige ist das letzte Kaiserreich. Because as soon as the United States speaks like a dragon, it's now the last empire, right? It's these 10 nations, Und right? sobald die USA anfängt wie ein Drache zu sprechen, ist jetzt das letzte Kaiserreich aufgekommen. Es sind diese 10 Nationen. Because Isaiah 23 says that she's going to be forgotten for the days of one king, right? So when you get to the end of that time period, you're now at the time period of the next kingdom, the 10 kings, right? Jesaja 23 sagt es ja, sie ist vergessen für die Zeit eines Königs. Deswegen also am Ende, wenn sie wieder gedacht wird, ist das nächste Königreich aufgekommen. Right? Richtig? So when the Sunday law comes, it's the last empire. Also wenn das Sonntagsgesetz kommt, dann ist das letzte Kaiserreich aufgekommen. So if the Sunday law was prefigured by this literal history, Also wenn das Sonntagsgesetz durch diese buchstäbliche Geschichte vorausgeschattet worden ist, so this history, when the Sunday law comes, right, when the 10 kings are ruling, you can see that these 10 kings were prefiguring this 7th kingdom, right? also wenn das Sonntagsgesetz kommt, dann wissen wir, dass diese 10 Könige dieses 7. Königreich dann unter dem Sonntagsgesetz vorausgeschattet haben. With the woman, the papacy sitting on it, that's the deadly wound being healed, Wo die right? Frau, das Papsttum auf ihn sitzt, das ist die Todeswunde, die geheilt worden ist. And it's just paralleling this literal history. Yes. Und das ist einfach nur eine Parallele zu dieser buchstäblichen Geschichte hier. Where the woman is sitting on Babylon, Medo-Persia, Greece, pagan and papal Rome, Wo die Frau auf diesen 5 Königreichen sitzt, von Babylon bis zum Papsttum. right? Richtig? So the point I'm making is in Revelation 17 and verse 3. Den Punkt, den ich machen möchte, ist, dass in Offenbarung 17, Vers 3, So he carried me away in the spirit into the wilderness. I saw a woman sit upon a scarlet-covered beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. When John sees this woman sitting on 7 heads and 10 horns, he's seeing this parallel history, right? deswegen, also dass wenn Johannes diese Frau auf diesem Tier sitzt, mit den 7 Köpfen und den 10 Hörnern, dann sieht er diese ganze parallele Geschichte hier. John is understanding that the papacy is sitting on 10 kings from 538 to 1798, and this doctrine is what's controlling the kings from Babylon down to the papacy in 1798, right? Johannes versteht dann, es ist also, er sieht einmal diese Frau, die auf den 10 Königen sitzt, von 538 bis 1798, aber auch diese Frau, diese Lehre, die letztendlich hier von Babylon bis 1798 bis zum Papsttum auch auf diesen Königen sitzt. And both of them represent the papacy sitting on the 10 kings with the United States, right? As the false prophet. Und beide Darstellungen repräsentieren dann, wie das Papsttum letztendlich auf den Köpfen der 10 Könige und der USA sitzen wird hier unter dem Sonntagsgesetz. I oft always really wanted to know what that meant. Why were they
why are they like that in one illustration? Is because John was just seeing what the physical histories were pointing to at the end of the world. Ich würde immer Right? verstehen, warum die so dargestellt werden. Und so letztendlich, weil Johannes dann hier sieht, wie diese ganzen physischen Geschichten hier auf das Ende der Welt hinweisen. Right, so everybody follow what I mean now? Wie sie parallel stehen. Und kann jeder jetzt nachvollziehen, was ich damit meine? So he just sees these two elements that are both teaching the same thing. The 7 heads and the 10 kings, they're both teaching us two different histories to bring them together, and it's teaching us this last history, right? Wir müssen diese beiden Elemente zusammenbringen, die 7 Köpfe und diese 10 Hörner. Und beide zusammen lehren uns dann diese letzte Geschichte hier. Because when you go to verse 12, Wenn wir jetzt auf Offenbarung 17, Vers 12 kommen, speaking about the end of the world, right? spricht das hier über das Ende der Welt, richtig? The 10 horns which thou sawest are 10 kings which have received no kingdom as yet. So this is the one that's not yet, right? Also die 10 Hörner sind jetzt das Königreich, was noch nicht ist. But receive power as kings 1 hour with the beast, right? So there it is, right? Also da ist es. Okay, so you have this this beast here. She ruled from 538 to 1798. She's just replaying that whole history when she sits on these 10 kings. Also dieses Tier hier 538 bis 1798, sie wiederholt hier die gesamte Geschichte im Sonntagsgesetz, wo sie dann wieder auf diesen 10 Königen sitzen wird. Okay, so now we go back to Daniel 7, Und right? jetzt zurück zu Daniel 7. Because we read in Daniel 7 up to verse 7, which takes us down. He sees Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome, these kingdoms rising out of the sea, right? Mit Daniel 7 haben wir jetzt gesehen, wie er diese 4 Tiere aus dem Meer aufsteigen sieht. So that's what he saw in Daniel 7, right? Das ist, was er in Daniel 7 gesehen hat. So now we can understand very clearly that what he saw was this final kingdom at the Sunday Law crisis, Das right? können wir sehr klar sehen. Was er gesehen hat, war also dieses finale Königreich hier unter der Sonntagsgesetzkrise. And he takes you down through that history until you get to verse 8. Und er führt dich hinab durch diese Geschichte, bis wir dann zu Vers 8 kommen. I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn, before whom there were 3 of the first horns plucked up by the roots. And behold, in this horn were the eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking great things. So, what he does is he takes you down to the 4th beast, Also tut er, führt dich hinab zum 4. Tier. right? And he illustrates that in the 4th beast here, there's this little horn that comes up, right? Es zeigt, dass es hier unter dem 4. Tier dieses kleine Horn ist, was dann wieder aufkommt. Okay. Now we're running out of time, but Wir sind jetzt knapp mit der Zeit. we'll just go to this point and then we'll come back to this tomorrow. Go Wir to machen jetzt noch einen letzten Punkt und dann werden wir morgen da weiter fortsetzen. so what he does here, right? He just confirms Revelation 17 because he Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome, and now you have this 5th kingdom, the papacy, this little horn, right? Also das ist letztendlich das für uns bestätigt, ist Offenbarung 17. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom und dann hast man hier das kleine Horn, dieses 5. Königreich. Okay, but it specifically says that it's the 4th, Es right? sagt ganz besonders, dass das hier das 4. Reich ist. In So Daniel I want you to 7. know that this 4th kingdom is the last kingdom, and it consists of these 2 phases, Das right? möchte uns wissen lassen, dass das 4. Königreich das letzte Königreich ist, aber es besteht aus diesen 2 Phasen. Okay, so just go to verse 9 now. We'll finish on this thought. Wir schließen jetzt mit dem Gedanken aus Vers 9 ab. It says, I beheld. What did John behold? Was hat Johannes hier gesehen? These 4 beasts coming up out of the sea, right? Er hat zuvor diese 4 Tiere gesehen, die aus dem Meer aufkamen. I beheld these 4 beasts coming out of the sea till the thrones were cast down, right? Also diese 4 Tiere gesehen, die aus dem Meer aufkamen, bis jetzt diese Throne aufgestellt worden sind. So he's taking you right up to the point where the judgment's going to be set, Also er right? führt dich genau
hinab zu diesem Punkt, wo das Gericht sich setzen wird. So I beheld till thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like a fiery flame, and his wheels as burning fire. A fiery stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him. 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened, right? Das ist Vers 10. So that's here, right? Das ist jetzt hier, richtig? The end of this illustration, Ende dieser Darstellung hier. which is here. Was dann in der Darstellung hier ist. So in Millerite history, which waymark is this? In der Miller-Geschichte, welche Wegmarke ist das? Okay, August 11th, 1840, right? 11. August 1840. And in Revelation 10, what was illustrated here? What In happened? Offenbarung 10, was ist hier dargestellt? Was ist hier passiert? Okay, that's we're just the judgment was set and the books were opened. So I'm going to Revelation 10. So let's focus on what the point I'm trying to get here. What are we Ich talking about? habe ja über das Gericht gesprochen, das sich setzen wird und die Bücher geöffnet werden. Und wenn ich jetzt Offenbarung 10 hineinbringe, welchen Aspekt möchte ich damit hervorheben? Right, the book was opened, right? Geöffnete Büchlein. Yes. Okay, so the mighty angel comes down, boom, the book was opened, Der right? mächtige Engel kommt herab und das Buch ist geöffnet. And we know that the book that's open is marking the judgment, right? Wir wissen, dass das geöffnete Buch das Gericht darstellt. And it's marked by a fulfillment of a prediction of prophecy, Es right? ist markiert durch eine Erfüllung, durch der Vorhersage einer Prophetie. What did that parallel in our time period? Und oder was ist das parallel in unserer Zeit? In our line, what did it parallel? In unserer Linie, was ist das parallel? 9/11, 9/11. which was a judgment upon the cities, Was ein Gericht über die Städte war. seventh plague, right? 7. Plage. Okay, so you can see 9/11 was typifying this, but also typifying here the close of probation, Also wir right? können sehen, der 11. September hat das hier vorausgeschattet, aber auch hier das Ende der Gnadenzeit. Shaking of the heavens and the earth, right? Die Schüttung des Himmels und der Erde. When the tree, which is the statue, gets brought down, right? Wenn dieser Baum, was auch die Statue ist, niedergebracht wird. Okay, so now just let's, because it says a fiery stream issued and came forth before him, thousands ministered unto him, 10,000 times 10,000 stood before him. Vers 10 nochmal gelesen. So go to Jude chapter 1. Gehen wir zum Judasbrief, Kapitel 1. Verse 14. Judas 1, Vers 40. And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these days, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints. What's been illustrated here? Also was wird hier dargestellt? The second coming, right? Die Wiederkunft. Now, when John's having this revelation here, what was it marking? Als Johannes diese Offenbarung hatte, was markierte das? Die Wiederkunft. The second advent, right? Die Wiederkunft. Right, so it tells us here, at the second advent, Behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints, right? Sagt uns hier, siehe, der Herr kommt mit Zehntausenden seiner Heiligen. It's the same as what we read in the book of Daniel, right? Dasselbe, was wir im Buch Daniel gelesen haben. And it says in verse 15, to execute judgment upon all, right? Vers 15, um das Gericht über alle zu vollstrecken. To convince all that are ungodly among them of their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against them. So, how is this execution of the judgment illustrated in the book of Jude? Also wie wird diese Vollstreckung des Gerichts hier im Judasbrief dargelegt? Anybody? Irgendjemand? Solomon? No, in the book of Jude, how is this execution of the judgment illustrated? What is it pointing to? No, that's what it says. That's what okay, maybe it's a bad question, right? Das ist vielleicht eine Vers schwierige 7. Frage. Vers 7. You
can read it, Führer. Können wir lesen. Even as Sodom and Gomorrah, and the cities about them in like manner giving himself over to fornication and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. So when he executes the judgment, what prefigured it? Also wenn er das Gericht vollstreckt, was hat das vorausgeschattet? The cities all around Sodom and Gomorrah, right? Die Städte und Sodom und Gomorra selbst zerstört worden sind. Clearly see that, right? Das ist klar sehen, richtig? So when you get to Daniel chapter 7, right, Also and wenn you wir get zu to Daniel 7 kommen, the end of this Sunday law crisis, und wir ans Ende der Sonntagsgesetzkrise kommen, it's prefiguring a judgment where the Lord is going to punish the cities, right? dann schattet das ein Gericht voraus, wo der Herr die Städte bestrafen wird. Prefigured by August 11th, 1840 and 9/11. Vorausgestattet durch den 11. August 1840 und den 11. September. So we'll just quickly read this quote and then we will close Wir noch schnell das Zitat lesen und dann and zum look at Abschluss the rest of this tomorrow. Den Rest werden wir uns morgen anschauen. How on earth did that get before? Hier ist es korrekt. Okay, maybe it's just my laptop that's wrong then. Somehow it came after. But anyway, go on. Lass uns fortsetzen. Let's read this quote here, and it's one that we know about. It says, "And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened." So this is Daniel 7. It's taken us from this judgment, right? Das ist jetzt Daniel 7, dieses Gericht, was hier beschrieben ist. "And the dead were judged out of those things which were written in the book according to their works. I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. A fiery stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was said, and the books were opened." Right? So we're at the end of the Sunday law, right? Wir sind jetzt am Ende des Sonntagsgesetzes angekommen. These things are soon to come to pass. When? He that is unjust, let him be unjust still. He that is filthy, let him be filthy still. He that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. This decision is passed in heaven before Christ shall come. And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according to his work shall be. I'm Alpha and Omega, the beginning and the end. So it shows us that Daniel 7, right, that was prefigured by October 22nd, 1844, is marking the point where probation closes. Das Right? zeigt uns, dass Daniel 7, was vorausgestattet worden ist durch den 22. Oktober 1844, das Ende der Gnadenzeit markiert. So it's marking here a closed door, right? Markiert hier also eine geschlossene Tür. Where Christ is now going to execute judgment. Right? Christus jetzt Gericht vollstrecken wird. Okay, and pointed to this point right here, right? Weist auf diesen Punkt hier hin. And what was my point I wanted to make? Und was ist der Punkt, den ich machen wollte? Okay, yes. So when you have this closed door here, right? It's prefigured by this 7th plague in Egypt, right? Also wenn du die geschlossene Tür hier hast, dann ist das vorausgestattet durch die 7. Plage in Ägypten. So when Christ closed the door there, what does he say? Und wenn Christus die Tür hier zumacht, was sagt er? It is done. It is done, right? Das ist geschehen. And
that point, this what you see, that point right there is prefiguring this point right here, the seventh plague, right? Und dieser Punkt hier schattet also diesen Punkt hier unter der 7. Plage dann voraus. What does he say in Revelation 16? Denn was sagt er hier in Ja, Offenbarung 16, Vers 17? It is Unter der 7. Plage sagt er dann auch, es ist geschehen. done, right? So I want to see that this time of trouble, right, is pointed to this, right? It's this what happens here is prefiguring what's going to happen there when he comes. Also die Zeit der Trübsal, ich will einfach zeigen, ist dieser Punkt hier, das was hier passiert, schattet das voraus, wenn er wirklich kommen wird. Right? Richtig? And we know that when probation closes, what happens before the death decree comes? Wir wissen, dass wenn die Gnadenzeit endet, was passiert, bevor das Todesdekret kommt. The time of This peace. time of peace, right? It's a kleine Zeit des Friedens. And that's what we want to see here. That this is this time of peace, and then the point comes right here. Too many thoughts for you. But there's it's all layers of different things, right? Das sind alles Ebenen dieser verschiedenen Dinge. But anyway, the real point that I wanted you to see this morning was that Daniel 7 is, or should I say that the Lord wants to see Daniel 7 as an illustration of this history being prefigured by the 1260 and the literal kingdoms, and it's pointed to this final rise of this kingdom at the end of the world. Wir sehen, was ich zeigen wollte, ist, dass Daniel 7 über diese Geschichte hier spricht. Dieses eine Königreich, was hier vorausgeschattet worden ist, durch diese Geschichte hier und durch diese 4 Königreiche, die halt zusammen ein Reich sind hier am Ende der Welt. But no matter what happens, right? Aber ganz gleich, was auch passieren mag. This right here is Donald Trump, right? Dass dieser König hier oder dieser Präsident hier, der Sonntagsgesetz bringen wird, Donald Trump sein wird. Right? If you can't see that, right, then we really lack faith, Wenn right? wir das nicht sehen können, dann mangelt es uns wirklich an Glauben. Okay. So we might have some. I don't know what's going to happen between now and then, right? But I just know and can prove it from all the illustrations that this man right here is going to be the last president that's going to put in place this Sunday law, right? Also ich weiß zwar nicht, was jetzt zwischen jetzt und dem Sonntagsgesetz alles noch passieren wird, aber ich kann beweisen, basierend auf diesen ganzen Darstellungen, dass es dieser Mann sein wird hier, der das Sonntagsgesetz an Platz setzen wird. Shall we close with prayer? Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, I want to thank you for all the new aspects that you are showing us und dir für all die neuen Aspekte danken, die du uns zeigst. with this new connection are very important for us in order to see how we want to illustrate. Weil diese neuen Verbindungen sind sehr wichtig, dass wir sie verstehen, damit wir erkennen können, was du illustrieren möchtest. And I'm asking Father to please help us to take this truth during the day, Bitte, dass du uns hilfst, diese Wahrheiten über den Tag hinweg mitzunehmen, that they will bring us joy, dass sie uns Freude bereiten, that we are in this movement dass wir in dieser Bewegung sein können and that we are receiving right now this full rain, und dass wir momentan diesen Frühregen erhalten, which is a possibility to be cleansed by. das eine Möglichkeit darstellt, dadurch gereinigt zu werden. And I'm asking you that you will continue to bless us with your truth. Und ich möchte bitten, dass du weiter fortfährst, uns mit deiner Wahrheit zu segnen Help us to believe und hilf uns zu glauben. in Jesus' name. Amen. In Jesu Namen.